Hallo und willkommen im Molekularen Garten. Nach meinem Adventskalender im Dezember habe ich im Januar eine kleine Pause gemacht, aber demnächst bin ich dann wieder semi-regelmäßig mit neuen Folgen rund um Pflanzen da. Und heute gibt es einen Faktencheck rund um Spinat. Vielleicht habt ihr die letzte Woche auch Nachrichten vom Spinat gehört. Mehrere Medien konnten berichten, dass Forscher Spinat beigebracht haben, E-Mails zu schreiben. Das ist natürlich eine großartige Überschrift für ein Gemüsememe, aber was steckt eigentlich dahinter? Kann Spinat jetzt wirklich E-Mailen? Und was genau haben die Forscher mit dem Spinat da eigentlich gemacht? Das schauen wir uns heute mal an. Dieser Euronews-Artikel hat letzte Woche diese ganze Spinat-E-Mail-Geschichte gestartet und titelt: Forscher haben Spinat beigebracht, E-Mails zu verschicken und er könnte uns vor Klimaveränderungen warnen. Aber worum geht es da jetzt genau? Im Artikel gibt es einen Link zur wissenschaftlichen Publikation. Die ist von 2016 erschienen in der Fachzeitschrift Nature Materials. Und den schauen wir uns mal an. Der Titel hier ist wie für wissenschaftliche Publikationen üblich wesentlich weniger sexy, nämlich Nitroaromatic Detection and Infrared Communication from Wild-Type Plants using Plant Nanobionics. Auf Deutsch sowas wie Detektion von aromatischen Nitroverbindungen und Infrarotkommunikation von Wildtyppflanzen via Pflanzen-Nanobionik. Alles klar? Oder eher nicht so? Bitte, was ist Nanobionik? Ich denke, das ist sowas wie Bionik, was ja die Verschmelzung von Technik und Biologie ist, oder auch Technik inspiriert von Biologie. Und Nanobionik ist dann sowas bloß in ganz klitzeklein auf Nanomaßstab eben. Und die Pflanzen-Nanobionik, die zielt darauf ab, Pflanzen und Nanopartikel zu verbinden. In diesem konkreten Fall, da haben die Forscher Nanosensoren benutzt, die aromatische Nitroverbindungen, wie zum Beispiel TNT, detektieren können. Die Sensoren bestehen aus Kohlenstoff-Nanoröhren und konjugierten Peptiden und haben die Eigenschaft, dass sie im Nahinfrarotbereich fluoreszieren. Aromatische Nitroverbindungen können an diese Sensoren binden und dann ändert sich die Struktur von den Peptiden und die Fluoreszenz nimmt ab. So kann man also mit Hilfe der Nanosensoren aromatische Nitroverbindungen detektieren. Aber warum will man überhaupt aromatische Nitroverbindungen detektieren? Zum Beispiel, um festzustellen, ob die Erde mit Sprengstoff verunreinigt ist oder um zu sehen, ob da Landminen vergraben sind. Diese Nanosensoren auf die Erde zu kippen, mit dem Laser raufzuleuchten und dann zu schauen, ob was fluoresziert, das funktioniert nicht. Man braucht also irgendeine Art Interface zwischen der Erde und den Sensoren. Und hier haben sich die Forscher gedacht: Pflanzen, das ist doch die Lösung. Denn Pflanzen, die stecken ja mit den Wurzeln in der Erde und können diese aromatischen Nitroverbindungen dort aufnehmen und hoch in die Blätter transportieren. Die Forscher haben darum ihre Nanosensoren in die Blätter von Spinatpflanzen infiltriert. Und das geht ungefähr so. Und das geht ganz einfach. Dann nimmt man eine Spritze mit der Lösung, die man infiltrieren möchte, und drückt die Lösung durch die geöffneten Blattspalten ins Blatt rein. Mit etwas Übung ist das gar nicht so schwer. Diese Pflanzen haben die Forscher dann in eine Lösung mit einer aromatischen Nitroverbindung getaucht und eine Kamera hat dann die Fluoreszenz von den Nanosensoren in den Blättern überwacht. Und die Kamera hat dann die Ergebnisse auf das Smartphone der Forscher geschickt. That's it. Daher kommt die Behauptung, dass Spinat jetzt E-Mails verschicken kann. Dabei hat ja eigentlich streng genommen die Kamera die E-Mails verschickt. Und so Sensoren, die Daten einsammeln und die dann an die Benutzer weiterschicken, das ist nun auch nicht wirklich irgendwas Neues. Ich finde diese Verbindung von Pflanzen- und Nanotechnologie ziemlich spannend. Es ist auch ziemlich außerhalb von meinem Forschungsgebiet und als Biologe ist es doch sehr, sehr ingenieurtechnisch. Allerdings weiß ich nicht, wie praktisch diese Methode in der Praxis eigentlich ist, um Verunreinigung in der Erde zu detektieren. Denn man muss ja die Pflanzen vorziehen, dann muss man jede einzelne Pflanze mit den Nanosensoren infiltrieren. Die Nanosensoren muss man natürlich vorher vorbereitet haben. Dann muss man diese Pflanzen vielleicht zu dem Feld hinfahren, dann muss man sie auspflanzen, dann muss man hoffen, dass sie da anwachsen und dann kann man dann die Blätter als Sensoren benutzen. Und um zu testen, ob irgendwo Minen vergraben sind, funktioniert das hier wahrscheinlich gar nicht, weil wer möchte gerne Spinat einpflanzen, wenn er nicht weiß, ob darunter vielleicht eine Landmine liegt. Allerdings gibt es durchaus die Idee, Pflanzen als Indikatoren für verseuchte Erde zu benutzen. Ist ja auch super praktisch, wenn man zum Beispiel die Samen großflächig auf einem Feld ausbringen könnte, die Pflanzen dann keimen und die Farbe der Pflanzen zum Beispiel anzeigt, wo und ob die Erde verseucht ist oder ob da vielleicht Landminen drunter liegen.
Ein Problem ist da halt, dass Pflanzen selbst nicht so einen spezifischen TNT-Sensor zum Beispiel haben. Um das Problem zu lösen, haben Forscher an der Colorado State University ein Protein so designt, dass es spezifisch TNT binden kann. Dieses Protein haben die Forscher dann als Transgen in Tabakspflanzen eingesetzt und wenn es dort TNT bindet, dann sorgt es dafür, dass die Pflanze ihre grüne Farbe verliert und gelb wird. Und eine gelbe Pflanze bedeutet dann, dass die Erde mit TNT verseucht ist. Weil die Pflanzen dieses Protein da selbst produzieren, ist diese Methode wesentlich weniger arbeitsintensiv und einfacher für großflächige Anwendungen als diese nanobionische Pflanze der MIT-Forscher. Abschließend kann man also sagen, nein, Spinat kann immer noch keine E-Mails verschicken. Und darum ging es in dieser Studie ja auch eigentlich gar nicht, sondern darum, dass es den Forschern gelungen ist, Pflanzen als Interface zwischen der Erde und ihren Nanosensoren zu benutzen. Und das ist eigentlich ziemlich gut, finde ich. Viel besser, als wenn Spinat E-Mails verschickt. Das war's für heute. Wie gesagt, bin ich nach meiner Januarpause bald zurück mit neuen Videos. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann denkt daran, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Dann bekommt ihr vielleicht nur eine E-Mail, wenn es ein neues Video gibt. Vom Spinat bekommt ihr garantiert keine. Tschüss!